Mein Plan für April und Mai 2020 ist ein anderer. Im Herzen Sloweniens will ich den Braunbären mit meiner Kamera nachstellen. Doch Covid-19 durchkreuzt meine Reisepläne. Nun, auch der eigene Garten und das ländliche Umfeld bieten reichlich Natur, zumal um die Nistkästen schon eifrig gestritten wird. Der aus meinem Kopf nicht mehr zu verdrängende Gedanke nach einem Fotospiegelteich gewinnt mehr und mehr die Überhand. Dazu noch ein festes Versteck im Garten, das wär's. Nach einigen Recherchen steht fest, ein Fotospiegelteich oder neudeutsch auch Reflection Pool genannt, muss her. Also ran an die Arbeit. Der Platz für den Pool ist schnell gefunden. Und ein älteres vorhandenes Kartenregal ebenso schnell auf die notwendige Länge gekürzt. Im Kopf ist bereits alles fertig, doch sicherheitshalber mache ich in dieser frühen Bauphase aus der gegenüberliegenden Türe einige Probeaufnahmen. Das sieht glücklicherweise vielversprechend aus, es kann also weitergehen. Zuerst einmal etwas Holzschutz. Anstelle eines Anstriches flemme ich die Holzoberflächen gerne ab. Das hat sich bei mir im Garten bestens bewährt und der Verzicht auf Chemie ist sicher auch kein Nachteil. Der Wasserstand soll im Pool an der tiefsten Stelle 6 bis 7 cm hoch sein. Für die Anstufung zum Randbereich sind rundherum alte Bretter befestigt. Ich nutze, was ich finde, eben all das, was bei mir noch so herumliegt. Den Abschluss an der Oberkante bilden umlaufende Vierkanthölzer. Die Basis ist somit fertig. Jetzt muss nur noch die Teichfolie verlegt werden. Die Folie beschwere ich mit alten Brettern, die mit Steinen fixiert werden. So kann ich die Folie in Form legen und die größten Falten nach und nach herausziehen. Der Wasserdruck wird den Rest erledigen, also Wassermarsch. Das Wasser ist nun drin und natürlich bin ich neugierig. Schnell lege ich einige Steine aus, um erste Probeaufnahmen zu machen. Die kleine Schneeeule muss herhalten. Und was soll ich sagen? Bereits die ersten Aufnahmen sind vielversprechend. Ich bin mehr als zufrieden. An der Folie gibt es dann aber doch noch etwas nachzuarbeiten. Einige Falten an der Vorderkante stören beim Fotografieren. Um die zu entfernen, erhitze ich die Folie mit einem Heißluftföhn bis an den Schmelzpunkt und drücke sie mit einem glatten Stück Holz völlig plan. Zur Optimierung des Effekts unterlege ich dann noch das gegenüberliegende Ende des Holzgerüstes mit Fliesenresten. So erreiche ich zum Betrachter hin eine Höhendifferenz von ca. 5 mm. Der Wasserspiegel ist jetzt optimal eingestellt. Ich kann es mir nicht verkneifen und befestige schon jetzt einen Anflugast,
den ich aber bei der nächsten Kameraprobe gleich wieder entfernen muss. Denn er spiegelt sich, an diesem Platz montiert, leider sehr störend im Wasser. Hätte ich wissen müssen, naja, ich schieb's mal auf die Corona-Isolation. Zum Verstecken von Futter außerhalb des Kamerabereichs bohre ich einige Löcher, in die ich schon jetzt die ersten Sonnenblumenkerne platziere. Doch nun zu einem wichtigen Detail, dem Versteck. Die weiße Türe ist der Eingang zum Schutzhaus meiner Zebrafinkenvoliere und die liegt in idealer Schusslinie. Dahinter ist etwas Platz, doch plane ich mich mit der Kamera zu verstecken. 2 Löcher müssen in die Türe gesägt werden. Eines für die Kamera und ein darüberliegendes zum Herausschauen für den Kameramann. Schnell ist die weiche Türfüllung bearbeitet. Die obere Öffnung verglase ich und an beide Öffnungen bringe ich der Optik wegen einige weiße Plastikwinkel an. Das Ganze sieht noch etwas unwirklich aus. Aber mit einem davor befestigten Tarnnetz kann man es im naturnahen Garten gerade so durchgehen lassen. Jetzt noch ein Blick ins Versteck hinein. Die obere fest verglaste Öffnung zum Herausschauen liegt genau in Blickhöhe. Das passt schon mal. Aber wie sieht es mit der Kameraöffnung aus? Habe ich richtig gemessen? Die Spannung steigt. Auf dem improvisierten Steinaufbau soll die Kamera stehen. Doch erst einmal die Klappe aufmachen. Ein selbstgebautes Bodenstativ, das mir auch anderenorts schon gute Dienste geleistet hat, passt an dieser Stelle genau. Zufrieden stelle ich fest, alles ist richtig ausgemessen. Optimal getarnt versuche ich mich an den ersten Aufnahmen. Doch eine Biene lenkt mich ab. Sie scheint auf dem vollgesogenen Sandstein etwas Feuchtigkeit danken zu wollen. Immerhin als Test nicht schlecht, denn etwas Spiegelung ist trotz des starken Windes zu erkennen. Auch mit diesem bemoosten Stein klappt's prima. Ein Spiegelbild ist da. Der vertikale Schwenkbereich ist durch die Vorderkante etwas eingeschränkt, aber das ist dem Aufbau geschuldet und lässt sich nicht ändern. Die Höhe für flache Aufnahmen über dem Wasserspiegel ist allerdings perfekt. Je nach gewünschtem Spiegelergebnis muss allerdings die Kamerahöhe geringfügig variiert werden. Auch der horizontale Schwenk mit 100 mm Brennweite lässt genügend Freiraum. Allerdings stört mich jetzt noch die schwarze Folienkante auf der rechten Seite. Doch mit einem alten Brett, das ich der Länge nach halbiere, wird die Folie unsichtbar. Jetzt gefällt es mir. Ich habe in meinem Garten immer schon etwas Futter für Wildvögel angeboten. Deshalb dauert es auch nicht lange, mittels einiger Futtergaben die Aufmerksamkeit auf den Fotospiegelteich zu lenken. Bis hierhin scheint der Plan gelungen. Nur an der eigentlichen Badestelle muss ich noch arbeiten. Doch ich denke, das wird sich im Laufe der Aufnahmen durch einiges Herumprobieren von selber lösen. Mit dem Gesamtkonzept des kleinen Fototeiches bin ich jedenfalls recht zufrieden und natürlich auch irgendwie froh darüber, endlich mal so gut wie alles über die Jahre gesammelte Restholz aufgebraucht zu haben. Und ein
Guter Zeitvertreib ist so ein Versteck im eigenen Garten, allemal, zumal zur Corona-Zeit. Jetzt sind es erst einmal vorzugsweise Spatzen. Die bilden bei uns im Garten glücklicherweise eine große Population und sind natürlich die ersten am Futterplatz. Aber ich bin zuversichtlich, mit etwas Geduld über das Jahr hinweg noch die ein oder andere Vogelart ablichten zu können.